Time of Metal und um Astral Doors, das neue Album. Zunächst einmal möchte ich, dass ihr wisst, dass der Time of Metal kein Review-Video ist. Der Time of Metal ist mein Format. Das Format habe ich ursprünglich ins Leben gerufen. Ich möchte in Zukunft CD-Reviews darin machen. Für weitere Infos von der Band müsst ihr euch leider selbst informieren. Allerdings habe ich euch alles, was ihr braucht, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also falls es jemanden interessiert, kann er mal nachlesen. Jetzt wird wahrscheinlich gleich wieder rumgeraged. Wenn du schon was machst, mach's anständig. Nein, das hat nämlich nichts mit anständig zu tun, sondern damit zu tun, dass es hier nicht um die Band, sondern um das Album geht. Ich werde auch viel über die Band labern oder über die Künstler und möchte eben auch deren Meinung zu dem Album sagen und so weiter. Also da geht es sehr viel auch um die Bandmitglieder oder auch um die Band, wie sie sich vielleicht zusammengefunden haben, wie die Band so auf die Idee für das Album gekommen ist und so weiter, ob es irgendjemanden gab, der das Album nicht so gut mag, von der Band gerne mag oder sowas. So, ich lese euch mal die Liedernamen kurz vor. The Last Temptation of Christ. The Last Temptation of Christ. The Last Temptation of Christ. Disciples of the Dragon Lord. Disciples of the Dragon Lord. Disciples of the Dragon Lord. Wailing Wall. Wailing Wall. Wailing Wall. Die Alone. Das heißt wirklich Die Alone, also wirklich deutsches Die. Die Alone. Die Alone. Total Ceremony. Total Ceremony. Hoodoo Ceremony. Sauter Conturiot. Sauter Conturiot. Southern Conjuration. Welker the Stalker. Welker the Stalker. Walker the Stalker. Disturbed Night. Disturbed Night. Desert Nights. Confusion. Confusion. Confessions. Notes from the Shadow ist ein Album, in dem wir den Liednamen des Albums nicht haben. Das heißt, das Album selbst hat einen Namen und die Lieder haben alle andere Namen. Also es ist nicht, in dem Album ist kein Lied dabei, was den Namen Notes from the Shadow trägt. Das heißt, in dem Album ist kein Lied dabei, was den Namen Notes from the Shadow trägt. Das persönlich finde ich sehr interessant. Ich persönlich finde es sehr interessant. Finde ich persönlich ziemlich geil. Finde ich persönlich auch ziemlich geil. Das Album, der Name, Notes from the Shadow. Oder übersetzt, Noten aus dem Schatten. Was soll man dazu sagen? Der Name des Albums ist nicht, ich wiederhole, nicht in der Liederliste vorhanden. Notes from the Shadow ist das Album, aber es ist nicht als Lied vorhanden. Das muss natürlich nicht sein, aber im Normalfall, das ist im Normalfall ungewöhnlich, denn im Normalfall ist jedes Album, egal von welcher Band, hat für gewöhnlich auch den Namen in dem Album, also in dem Lied. Deswegen fand ich das sehr interessant, als ich das vorhin festgestellt habe, dass das Lied gar nicht dabei ist. Wer mich kennt, wer meine Videos schaut und wer mich schaut und meine Videos hat und alles, und über mich sich informiert, der weiß, dass mir nichts wichtiger ist als die Interpretation in Liedern und generell die allgemeine Interpretation in der Musik. Wer von euch hat sich das letzte Mal hingesetzt, wirklich hingesetzt, sich über den Namen eines Albums oder den Namen eines Liedes Gedanken gemacht? Das Lied angehört, das Album angehört und sich dabei einfach nur gedacht, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Ich wette, nicht mal die Hälfte von euch. Wahrscheinlich nicht einmal ein Viertel von euch. Wann seid ihr das letzte Mal hergegangen und habt euch Musik überlegt? Habt über die Musik nachgedacht, die ihr euch gekauft habt? Habt über den Liedernamen oder über den Albumnamen gebrütet? Das ist aber auch okay. Das ist meine Meinung. Das ist meine Interpretation und das ist meine eigenständige Meinung über die Musik. Keiner nimmt sich mehr die Zeit und hört zu.
Und das ist die wirkliche Interpretation von Time of Metal. Alles, was Metal ausmacht, ist im Prinzip ein Drache. Das ist unter anderem auch der Grund, warum mein Name mit Drachenlord nie geändert wurde. So, und übrigens nochmal eine Sache dazu, nur kurz auf den Namen nochmal angegangen. Drachenlord ist nicht darauf bezogen, dass ich die Drachen beherrsche, sondern dass ich den Drachen diene. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Wenn man den Namen irgendwie interpretieren möchte, bitte geht nicht her und interpretiert ihn so, dass ich irgendwie jemanden kontrolliere oder sonst was. Drachenlord ist lediglich die Aussage dafür, dass ich die Drachen beschütze oder für die Drachen da bin. Ich diene den Drachen. Ich bin kein Herr der Drachen. Ist euch was aufgefallen? Richtig. Lied Nummer 2 enthält den Namen Dragonlord. Und zwar heißt das Lied genau komplett Disciples of the Dragonlord. So, jetzt fragt ihr euch, hört sich interessant und bekannt an. Natürlich, klar, es ist die englische Aussprache von meinem Namen, den ich auf YouTube habe. Drachenlord, Dragonlord. Und jetzt kommt's. Ich hieß ursprünglich nicht Drachenlord, sondern Dragonlord. In Minecraft heiße ich noch heute so. Das fand ich auch sehr interessant, denn ich habe in meinem Vlog bereits das einmal erwähnt. Und da hieß es dann gleich wieder, oder ich habe es auf Facebook damals noch gepostet, als Facebook noch existiert hat. Und da hieß es dann gleich wieder, da hast du dich wohl verschaut, das hieß doch, du heißt doch gar nicht Dragonlord, du heißt doch Drachenlord. Punkt 1, es ist völlig irrelevant, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht. Punkt 2, ich hieß immer schon Dragonlord ursprünglich. Ich heiße wie gesagt in Minecraft noch heute Dragonlord 1510. Das kann ich auch irgendwann mal im Minecraft LP zeigen, wenn ich dran denke. Aber im Großen und Ganzen hieß ich schon immer Dragonlord überall. Und später hieß es dann Drachenlord. Es war damals ein Fehler von mir. Ich wollte meinen Namen Dragonlord nämlich eigentlich auch auf YouTube haben, aber habe dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund den Namen auf Deutsch geschrieben und dann hieß ich auf einmal Drachenlord und nicht Dragonlord, wie es eigentlich ursprünglich war. Dann habe ich mir aber im Nachhinein irgendwann gedacht, weil irgendwann wollte ich es auf Englisch dann ändern, als ich den Fehler bemerkt habe, und dann später ist mir aufgefallen, what? Nee, lasse ich auf Deutsch. Warum? Einfach weil Deutsch und weil einfach meine Videos auf Deutsch sind, würde Drachenlord eben besser passen. Aber wie gesagt, der Ursprung meines Namens war ursprünglich Dragonlord, nicht Drachenlord.